Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Ich spiele wieder Hardcore mit meinem Dämonenjäger. Und ja, da wollen wir mal schauen. Ich hatte nämlich jetzt gerade ein kleines Problem. Ich habe das aufgenommen und hatte vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Das heißt, ich habe die ganze Aufnahme geredet und geredet und geredet. Und er hat nichts aufgenommen. Das habe ich natürlich erst dann bemerkt, als die Aufnahme fertig war. Jetzt schaue ich mal, dass ich das mal alles jetzt nachvertone. Ich weiß jetzt auch leider gar nicht mehr alles, was ich gesagt habe. Aber das ist ja wohl nicht das Problem. Etwas komisch, so. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Das passiert auch immer dann, wenn man es nicht braucht. Also ich hatte bei der ersten Aufnahme schon 1000 Probleme mit der Aufnahme selber. Und jetzt klappt das mal mit der Aufnahme, aber dann funktioniert das mit dem Ton nicht, weil man dann vergisst, das Mikrofon einzuschalten. Das ist echt blöd. So, dann wollen wir ein paar Gegner da zerschnetzeln und ein paar Bücherregale auseinanderreißen, denn Bücherregale braucht keiner, Bücher auch nicht. Lesen ist eh alles blöd und langweilig. Nee, war nur Spaß. Ich selber lese gerne irgendwelche Bücher. Und dann haben wir da ein paar Elite-Gegner, die sich teleportieren können. Was nervig ist, aber in dem Schwierigkeitsgrad nicht wirklich gefährlich, wenn man aufpasst und nicht einfach doof stehen bleibt. Ja, wie man sehen kann, sind die auch sehr schnell dann gestorben. Die dicken Boomer-ähnlichen Gegner finde ich schon ein wenig eklig, dass sie so zerplatzen und dann diese Würmer da rauskommen. Voll die Parasiten. Ja, das habe ich gerade mal geschaut, ob ich irgendwie bessere Rüstung habe. Habe ich so aber nicht gesehen. Und dann da hinten ist wieder eine Truhe. Welche auch nicht das Problem ist zu erreichen, aber lohnt tut sich das auch nicht, weil da auch nur eine Keule wieder drinne war, die ich als Dämonenjäger nicht wirklich gebrauchen kann. Vor allem so gut ist sie eh nicht gewesen. Ich finde das echt lustig gemacht mit der Umgebung, die an einigen Stellen zerstörbar ist und man dadurch auch ein paar Gegner ausschalten kann. Aber in dem Schwierigkeitsmodus braucht man das, wie gesagt, auch nicht alles so, da die so schnell fallen. Und dann haben wir da schon den Ausgang, da wollte ich aber noch gar nicht durch, denn, wie ich in der ersten Folge gesagt habe, will ich erstmal den ganzen Dungeon erkunden, bevor ich irgendwo weitergehe, denn man weiß ja nie, was man noch so alles finden kann, wenn man sich den Rest noch anguckt. Ich glaube, ich habe sogar noch bessere Rüstung gefunden. Also hat sich schon gelohnt, da hinten noch lang zu gehen. Nächstes Mal sollte ich mal besser darauf aufpassen, dass ich mein Mikrofon
anhabe. Und da sind wir Stufe 5 geworden. Und haben Schnellfeuer gelernt. Was ich jetzt nicht so mitbekommen habe, aber trotzdem gleich ausrüste. So, etwas bessere Rüstung anziehen. Und dann geht's auch schon weiter. Böse Fässer zerstören, wo irgendwelche Leute Gold drin verstecken. Denn das tue ich auch, ich packe mein Gold auch immer in Fässer rein. Mein ganzes Haus ist voll mit Fässern, Fässern voll mit Gold. Und auch andere Gegenstände, also ich habe gar keine Schränke oder so. Alles nur Fässer. Ein paar Leichen wieder schänden und Fässer zerstören. Ja, irgendwie geht es in Diablo 3 nur darum, Leichen schänden und Fässer zerstören und ab und zu mal ein paar Gegner abschnetzeln. Und da habe ich gerade gemerkt, dass ich etwas zu nah an dem Gegner dran war, aber war zum Glück nicht tödlich, da die auch noch nicht so viel Schaden machen. Ja, wieder ein paar Leichen schänden. Ausziehen, Schuhe klauen, Gold klauen. Da hat man keine Hemmung. Wenn es um Geld geht, da fummelt man auch schön in so Kadavern von irgendwelchen toten Dorfbewohnern rum. Ich frage mich eigentlich auch, was machen die eigentlich hier alle in der Kathedrale hier unten? Ist ja nicht gerade so der bequemste Ort. Ich denke mal, es gibt schönere Orte in Tristram und in der Umgebung von Tristram. Wir dachten, wir könnten die Toten hier einsperren. Ackermann, steh mir bei. Ja, ich helfe dir. Oder auch nicht. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus der Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Und da habe ich eine Lederhose übersehen. Die werde ich mir aber gleich noch schnappen und sogar anziehen. Es ist etwas blöd in Diablo 3, dass das alles halt so ja, gespeichert wird und über Blizzards Server läuft und online ist. Ich konnte jetzt also nicht irgendwie nochmal laden und dann die Aufnahme von vorne starten, musste also die Aufnahme jetzt nehmen und halt so neu vertonen. Und das mit den Blizzard-Servern ist sowieso nicht gerade das Beste. Da am Anfang kann man ja eh nicht sofort ins Spiel, da waren die Server alle überfüllt. Und auch letztens hatte ich dann wieder das Problem, dass ich nicht drauf kam, auch als ich dann die erste Aufnahme machen wollte, bin ich dann immer wieder runtergeflogen vom Server, musste die Aufnahme neu starten, immer wieder von vorne anfangen. Beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Dann kam ich eine Zeit lang nicht drauf. Durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Und jetzt habe ich leider den Typen dazwischen gequatscht. Naja.
Dann wollen wir mal zurück zum Ausgang, wo wir schon mal waren, und endlich durchgehen. Und mein Inventar ist voll, fast voll. Echt blöd, dass ich noch kein Stadtportal habe. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. Ja, dann auf zur Rettung. Wir retten den alten Deckard Cain mal eben schnell. Ohne Probleme. Denn Skelette halten ja nichts viel auf. Nimmt man Knochen weg, dann zerbröseln die. Ganz einfach. Ja, der Elite-Gegner hat auch nicht wirklich viel ausgehalten. Und hat auch leider nur ein Schwert gedroppt. Ist zu schwer. Womit ich auch nicht so viel anfangen kann. Ein Bogen oder Rüstung wäre mir ja lieber gewesen. Habt Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Lea hat mich um Hilfe gebeten. Sie wird erleichtert sein, euch wiederzusehen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Ja, ich wollte eh wieder nach Tristram. Denn da meine Taschen voll sind, wollte ich noch verkaufen gehen. Ich habe Lea versprochen, ihren Onkel Deckard Cain zu retten. Als ich ihn fand, stand er dem Skelettkönig gegenüber. Und nun versperrt mir dieses Scheusal den Weg zum gefallenen Stern. So, dann mal auf zum Händler. Und schauen. Schaue ich erstmal, was er hat. Ob der irgendwas Tolles hat, aber natürlich nicht. Und das würde sich, glaube ich, auch nicht lohnen, mit meiner Stufe jetzt schon Sachen zu kaufen da. Ja, den ganzen Crap verkaufe ich dann erstmal. Ja, aus Versehen den blauen Gegenstand verkauft, den wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Den wollte ich nämlich auseinandernehmen lassen bei der Schmiede. Wo ich aber jetzt bemerke, dass sie noch gar nicht aktiv ist. Dann habe ich bemerkt, dass die Beutetruhe im Hardcore-Modus nur für die Hardcore-Helden gilt und nicht für die anderen. Dachte nämlich, dass sie, wie bei den normalen Charakteren, auch den Zugriff auf die Sachen hat. Frage. Was wisst ihr vom gefallenen Stern? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. So, wieder ein paar EP Der erhalten. König war einst unser geliebter Herrscher Leorik. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ein tragisches Ereignis, doch ich kann den gefallenen Stern nicht erreichen, ohne ihm gegenüberzutreten. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ja, das wollen wir dann auch tun, aber nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Man sieht sich. Tschüss. Augen siehst. Tristram wurde schon von vielen